und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. In diesem Video möchte ich euch 3 Übestrategien an die Hand geben, mit denen ihr besonders schwierige Stellen beim Blockflöte-Spielen besser hinbekommt. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, in jedem Stück, das man auf seinem Instrument spielt, können schwierige Stellen vorkommen, Stellen, die man nicht direkt vielleicht vom Blatt spielen kann und die man nicht so leicht knackt, an denen man sich vielleicht im schlimmsten Fall die Zähne ausbeißt. Und damit das euch nicht passiert, zeige ich euch heute 3 bewährte Übestrategien, die ihr anwenden könnt, um extra knifflige Stellen hinzubekommen. Natürlich ist es klar, dass man die schwierigen Stellen in einem Musikstück extra herausgreift und die mal einzeln übt, also nicht immer das ganze Stück durchspielt, und dass man sie auch langsamer übt. Das reicht aber oft nicht aus, um es wirklich dann in den Griff zu bekommen sozusagen. Deshalb hier meine 3 Tipps. Tipp 1. Teile dir die schwierige Stelle ein in ganz kleine Einheiten durch deine Artikulation. Also ich zeige euch jetzt mal hier am Beispiel, wie ich das meine. Ich habe hier ein Stückchen aus einer Sonate von Francesco Mancini aus dem 18. Jahrhundert. Die könnt ihr euch erstmal anhören. Es kann passieren, wenn ihr diese Stelle jetzt zum ersten Mal seht, überhaupt die Sonate zum ersten Mal, dass ihr zum Beispiel bei dieser Stelle stolpert. Und das passiert häufig allein schon dadurch, das Stolpern, dass man einen Wust von Noten sieht und da sind ja auch zum Beispiel Sprünge drin, das heißt Stellen, wo zwischen dem einen und dem nächsten Ton Töne fehlen sozusagen. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr mal schaut, hier zum Beispiel bei der zweiten Figur gleich vom E hoch zum B und am Ende des ersten Taktes gibt es gleich auch am Anfang den Sprung vom D zum A. Und das ist natürlich eine Sache, die wir mit der Artikulation beim Blockflöte-Spielen unterstützen müssen. Also erstmal kurz vorneweg, für die, denen das nicht klar ist und die das Wort vielleicht nicht so kennen. Artikulation ist eigentlich beim Blockflöte-Spielen der Zungenstoß. Also ich mache ja mit der Zunge stoße ich ja am Gaumen an bei jedem Ton, den ich spiele, und das kann man weicher oder härter machen und je nachdem klingt es anders. Also ich sag mal, für die härtere Artikulation denke ich oder flüstere ich in die Flöte ein T und für die weichere eher ein D. Und da gibt es natürlich noch mal viele Nuancen dazwischen. Das T kann man härter machen und ein bisschen weicheres T, und das D kann man so weich machen, dass der Gaumen fast nicht die Zunge fast nicht den Gaumen berührt. Aber wir bleiben jetzt mal der Einfachheit halber, und das passt hier, denke ich, sehr schön bei den Tüs und Düs, T und D. Und da habe ich euch jetzt mal reingemalt, wie das in Barockmusik, und das ist ja hier Barockmusik, eigentlich dann zusammengehören würde, die einzelnen Noten, also wie die eingeteilt sind sozusagen. Denn die Sprünge in den Noten, die greift man ein bisschen heraus, indem man sie stärker artikuliert, dass man auch hört, hier ist der große Sprung. Und so ist das beim Blockflöte-Spielen eben unser Zungenstoß. Und wenn ihr das dann so spielt, dann klingt das auch schön differenziert und gut artikuliert. Und ist dann besser, als wenn ihr alles in einem mit Dü, 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 Dü spielt. Erstmal klingt das nicht so, wie es soll. Und zweitens habt ihr dann keinen Überblick. Ihr müsst dann all diese Noten spielen und das geht dann rasant und ihr blickt vor lauter, wie sagt man, vor lauter Wald, nein, ihr seht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr oder umgekehrt, ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall Artikulation.
Ich mache euch das mal ein bisschen langsamer vor, dass ihr das gut hören könnt. Und ich garantiere euch, wenn ihr euch Artikulation überlegt, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht haargenau wisst, wie man das jetzt in der Barockmusik macht, da könnt ihr natürlich viel von meinen Videos lernen, aber im Grunde wäre es egal, Hauptsache ihr wechselt ab und ihr habt eine Struktur darin, sodass ihr nicht einen Wust von Noten habt. Tipp 2: Analysiert die Griffverbindungen. Damit meine ich, dass ihr euch eine schwierige Stelle vorknöpft und erstmal guckt, warum ist die Stelle schwierig, welche Griffwechsel genau machen mir da Schwierigkeiten. Auch dazu habe ich mal ein Beispiel, und zwar von John Baston aus dem Concerto Nummer 5. Und das spiele ich euch jetzt erstmal vor, also diese Stelle. Und da seht ihr gleich schon einige Kreuze und vor allem das Dis hier drin, die erste Note, die macht einem da so ein bisschen zu schaffen. Und dann wäre es halt wirklich schlau, erstmal als ersten Schritt sich klar zu machen, dass hier die vierte Note kein D ist, sondern ein Dis, weil das Kreuz vom Anfang auch für diese vierte Note noch gilt. Okay, aber jetzt zu den Griffverbindungen. Da würde ich hingehen an eurer Stelle und jede einzelne mal auf Mark und Bein prüfen, wie die klappt und wo die Schwierigkeiten sind. Also ganz banal, ihr geht hin und kreist euch die ersten 2 ein und probiert mal diese Griffverbindung mit viel Geduld einzeln. Schaut auch mal auf eure Finger und fühlt, welche Finger müssen bei diesem Wechsel hochgehen, welche gehen runter. Und da könnt ihr euch immer wieder auch merken, dass die Finger, die hochgehen müssen, in der Regel ein bisschen träger sind und zu langsam sein können. Gut, dann haben wir den zweiten Griffwechsel, hier in diesem Fall vom H zum Cis. Und den könnt ihr euch auch vornehmen und nochmal schauen, welche Finger sind da im Wechsel zugange. Dann wäre es natürlich super, wenn ihr die 3 Töne, also den ersten, zweiten und dritten, nochmal zusammenfasst und auch diese Dreiergruppe einzeln übt. Und genauso macht ihr das dann mit dem vierten Wechsel. Wie gesagt, wissen, dass das ein Dis ist, und da rate ich euch ganz dringend, das wirklich einfach dran zu schreiben, oder wenn ihr mehr Denkarbeit selbst leisten wollt in dem Moment und nicht immer die Kreuze überall davor schreiben, was ja eigentlich nicht so toll ist, das muss man ja eigentlich so spielen können, dann macht euch einfach einen Kreis um die Note. Dann wisst ihr in dem Moment, okay, hier muss ich irgendwie aufpassen, und dann fällt euch das Dis blitzeschnell ein. Dann natürlich könnt ihr auch hier alle 4 Noten wieder zusammenfassen, beziehungsweise erst die 3 letzten von dieser Gruppe da und dann alle 4. Da sind eurer Fantasie natürlich auch keine Grenzen gesetzt, wie ihr das macht. Es geht darum, dass ihr euch bewusst werdet, welcher Wechsel fällt mir am schwersten und vor allem warum. Tipp 3 lautet, die Stelle vereinfachen. Das zeige ich euch auch wieder am lebenden Beispiel, nämlich an der Sonata Prima von Giovanni Battista Fontana, also ein frühbarockes Stück. Und gerade im Frühbarock können die Rhythmen ganz schön knackig sein. Da habe ich mal eine Stelle rausgesucht, die es in sich hat, und die spiele ich euch jetzt mal vor.
So, das ist erstmal, wenn man das noch nie gespielt hat und vielleicht so einen Rhythmus auch noch nie gesehen hat. In der Form ist das ein bisschen überwältigend unter Umständen. Also ihr habt hier Haltebögen, das heißt die Bögen, die die Noten wirklich zusammenfügen zu einer längeren Note. Ihr habt hier Bindebögen, das heißt, wo man bei der zweiten Note, in diesem Fall das Dü, weglässt. Die muss man erstmal unterscheiden natürlich. Und dann habt ihr auch noch diese Punktierungen da drin. Punktierte Sechzehntel mit 32 danach. Also wenn man die Stelle noch nie gespielt hat, dann denkt man erstmal, oh Gott, wie geht der Rhythmus? Und deshalb werden wir die jetzt mal vereinfachen. Als ersten Schritt schlage ich euch mal vor, diese Artikulationsbindebögen wegzulassen. Die sind sowieso nicht für uns unbedingt wörtlich gedacht beim Blockflöte-Spielen. Das ist nämlich im Original Geigenmusik. Und was bei der Geige gebunden klingt, das muss bei der Blockflöte nicht per se auch ohne Zungenstoß sein. Das kann auch eben einfach mit weichem Dü sein. Also lange Rede. Ihr seht hier, ich habe hier die Bindebögen auf diesen punktierten Noten, die habe ich erstmal gestrichen. Dann ist die Stelle aber immer noch schwierig. Und deshalb müssen wir weiter vereinfachen. Und da könnte man es jetzt so machen, dass man erstmal nur die Haltebögen weglässt, also die Haltebögen, also alle Bögen, die wir jetzt noch hätten. Ich würde euch aber vorschlagen, die Punktierungen wegzulassen und die Haltebögen. Dann bekommt ihr Folgendes. Und dann könntet ihr schrittweise wieder aufbauen und zum Beispiel die Punktierung wieder hinzunehmen, die Haltebögen noch weglassen oder ihr nehmt die Haltebögen hinzu, lasst die Punktierung noch weg. Und so könnt ihr euch dann dem Original, wie es klingen soll, immer mehr annähern. Ja, das war mein dritter Tipp, also prinzipiell vereinfacht die Stelle. Aber ich hoffe, ihr habt das Prinzip hiermit erfasst und jetzt ist es an euch, eure schwierigen Stellen euch vorzuknöpfen und die Fantasie walten zu lassen, wie ihr eure Stellen vereinfachen könnt. Das muss ja nicht diese ähnliche Stelle, sowas Ähnliches sein, das kann auch eine ganz andere Stelle sein. Schaut, wo ihr den Rhythmus vor allem vereinfachen könnt und Bögen weglassen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und verpasst kein Video und sonstiges mehr von mir, indem ihr meinen Newsletter abonniert. Und jetzt sage ich Tschüss, bis nächsten Freitag. Bis dahin.